Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Es gibt wieder ein paar News zu verkünden. Wir fangen an in eigener Sache. Und zwar feiern wir heute auf Twitch mein einjähriges Jubiläum zum Affiliate. Wir sind jetzt ein Jahr Affiliate hier auf Twitch und das ist natürlich sehr, sehr geil. Heute um ca. 18:30 Uhr, 19 Uhr, so in dem Dreh, gehe ich live und dann werden wir das einjährige Bestehen feiern. Und es gibt auch ein paar Pilzcodes zu gewinnen. Das heißt, wir werden hier live exklusiv auf Twitch ein paar Giveaways machen. Ja, wer da dran teilnehmen möchte, sehr gerne heute Abend vorbeischauen. Ihr seid herzlich eingeladen. Und das auf jeden Fall erstmal soweit dazu. Vielen lieben Dank auch für den Support das ganze Jahr über. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass gewesen. Ansonsten gibt es weitere News, und zwar kann man ja auf EU20 die 11 Avatare gewinnen, jeweils für die jeweilige Klasse, wer dort halt eben am höchsten ist im Level. Das ging erst 2 Wochen und wurde jetzt wieder auf 10 Tage verkürzt. Nur damit ihr da schon mal Bescheid wisst, dass ihr euch da soweit drauf einstellen könnt. Der Wettbewerb endet jetzt am 2. Juni statt dem 9. Juni und genau, das macht das Ganze, denke ich mal, ein wenig pilzsparender. Es wird trotzdem wahrscheinlich noch eine absolute Pilzsauerei werden, sag ich mal so. Und deswegen würde ich das jetzt nicht deutlich günstiger einstufen, nur damit ihr da schon mal Bescheid wisst, ne? Also dort kann man 11 Avatare gewinnen. Aber das ist auch noch nicht alles. Natürlich wollte ich euch auch darauf hinweisen, obwohl die meisten wahrscheinlich von euch davon mitkriegen werden, dass der offizielle Shakes and Fidget Account auf Twitch die 100.000 Follower erreicht hat und am Freitag ab 17 Uhr eine Schnitzeljagd macht auf deren Kanal. Und dort kann man dann zum Anlass nochmal 3 eigene Avatare gewinnen. Das heißt, hier geht es nicht nach, wer hat den dicksten Geldbeutel, sondern hier geht es wirklich danach, wer ist vielleicht das schlauste Köpfchen, wer ist am schnellsten, wer hat den Griff raus, sag ich mal. Ja? Und hierbei geht es um eine Schnitzeljagd. Ne? Und da stellen sich jetzt natürlich viele die Frage, was so eine Schnitzeljagd sein könnte. Eine normale Schnitzeljagd ist ja, dass man irgendwo Hinweise sammelt, dann zum nächsten Ort gelangt, dort weitere Hinweise sammelt und dann irgendwann früher oder später an sein Ziel kommt, ne, über mehrere Etappen, mehrere Standorte und Zwischenziele. Und sowas wird das wahrscheinlich sein. Ist halt eben nur die Frage, was für eine Schnitzeljagd haben sie sich hier einfallen lassen. So, ne? Wer schon etwas länger bei mir auf YouTube am Start ist, der weiß, dass wir damals für die Collectors Edition, die ihr hier im Hintergrund immer bei mir im Video seht, auch mal eine Schnitzeljagd gemacht haben. Das Ganze ist schon tatsächlich 2 Jahre her. Und da haben wir auch mal eine Collectors Edition verlost und das Ganze wollte ich auch ein bisschen spezieller machen. Ich wollte nicht einfach nur so eine Art Giveaway machen. Das soll jetzt einfach nur für euch zur Inspiration dienen, was das sein könnte. Ob das jetzt genauso ist, kann ich euch natürlich offensichtlich nicht sagen. Aber das könnte natürlich sowas sein. Und deswegen haben wir sowas auch gemacht. Wir haben auch eine Schnitzeljagd vor 2 Jahren veranstaltet. Und wie diese aussah, war folgendermaßen: Ich habe mir vorab mehrere, das ist jetzt einfach nur, damit ihr vielleicht euch ein bisschen drauf einstellen könnt, schon mal vorab, dass ihr vielleicht, keine Ahnung, eine bessere Chance habt, irgendwie, weiß ich nicht, ihr werdet keine bessere Chance haben, aber so, dass ihr schon mal vom Gedankengang her euch auf sowas Ähnliches vielleicht dann einstellen könnt. Ne? Kann auch was komplett anderes sein. Ne? Deswegen, das will ich nicht hier in Stein meißeln, aber so habe ich es damals gemacht. Ich habe mir auf verschiedenen Welten, auf verschiedenen Accounts, auf verschiedenen Shakes and Fidget Servern verschiedene, Charaktere erstellt und habe hier immer was, wie ihr sehen könnt, in die Charakterbeschreibung getan. Hier, ja. Ich mache das auch nochmal groß.
Zum Beispiel haben wir hier die bärstige Bärbel und hier habe ich dann sowas reingeschrieben, na, was machst du denn hier, Kleiner? Hast dich wohl verirrt. Ich kann dir nicht weiterhelfen, du Winzling, aber ich weiß, wer einen Tipp für dich hat. Der Thunfisch Tom auf EU2 hat einen heißen Tipp für dich. Nun geh. Ja, was war die Aufgabe? Also es war live im Stream auch, ne? Was war die Aufgabe dann von den Zuschauern? Die mussten natürlich dann auf EU2 zum Thunfisch Tom. Ja, da mussten sie dann den Account suchen, den sie hier ja, in der Ehrenhalle halt eben eingeben. Und da sehen wir, aha, da ist der Thunfisch Tom. Ne? Das war eine sehr coole Aktion gewesen, by the way. Und dann haben wir hier den Thunfisch Tom. Heyo, du bist deinem Ziel zum Greifen nah. Wirklich in der hintersten Gasse der Gießkessel Ganoven wartet der Gassenhauer auf dich. Er befindet sich allerdings in Polen. Gehe ihn auf der zweiten Welt besuchen. Was musste man nun machen damals? Nun gut, man musste erstmal nach Polen reisen. Und zwar damals auf die zweite Welt, also quasi S2 Polen musste man jetzt besuchen. Und ihr seht hier, ich habe hier ganz viele Accounts, Störartiger, Bärtige Brienne, Räudiger Roland, Bärstige Bärbel, Thunfisch Tom, der Gassenhauer, ne? Und ihr seht jetzt, der ist auf Polen, so, dann musste man damals dann sich auf Polen 2 einen Account machen und den Gassenhauer suchen, ja, was ja vorher der Tipp gewesen ist vom Thunfisch Tom. So, und der sagt dann, Kurva, ich bin der Gassenhauer, schreibe dem Dorze auf Discord per Privatnachricht von mir, gebe ihm folgendes weiter, deine Mutter gibt dir Butter, das ist Aufstrich lecker Futter. Ja, ich habe mir damals richtig Gedanken gemacht zu der ganzen Sache so. Und dann hatte hier mir, ja, damals der Cursed, das war so der erste gewesen, der mir hier irgendwie eine Nachricht geschrieben hatte. Und das war dann das Codewort gewesen. Und ja, je nachdem, wer dann der erste war, der mir geschrieben hatte dann die Collectors Edition gewonnen. So, und da hatte ich, wie gesagt, ein paar Accounts. Das waren jetzt hier nur 2 oder 3, die ich euch gezeigt habe, so, ne? Und gab es auch fleißig wieder was zu trinken. Der Chris war mit dem Stream. Ja, aber das ist nun, nur mal, um ihr so einen kleinen Einblick bekommt hier, ne? Beim Störartigen ging es los. Deine Reise beginnt hier nun. Ich bin der Störartiger und ich gebe dir deine erste Quest. Besuche die bärtige Brienne auf der deutschen Welt 26, um mehr zu erfahren. Ne? Das wurde dann halt immer ein bisschen komplizierter, das Ganze, und so musste man sich dann von Account zu Account dann durchklicken und das war dann so quasi die Schnitzeljagd. Ne? Hier waren wir dann bei der Brienne, ich bin die bärtige Brienne ohne Bart, ja, der Störartige hat dich zu mir geschickt, nimm meinen nicht vorhandenen Bart und begebe dich zum räudigen Roland auf der internationalen Welt 15, der wird dir weiterhelfen. Ne? Ob das jetzt nun wirklich so kommt, wie ich das hier jetzt gemacht habe, so, ne? Das sei mal dahingestellt. Ich glaube nicht. Es kann natürlich auch sein, dass das nicht in-game ist, weil heutzutage funktioniert sowas in-game nicht mehr so gut, weil wir haben jetzt nur noch Fusionsserver, wir haben keine einzelnen Welten am Start, ne? Wir haben, die Server sind viel kompakter. Es kann sein, dass ihr vielleicht einen externen Link bekommt oder irgendeinen geheimen Tipp. Ja? Es wird ja hier davon gesprochen, so, bereite sich auf Schnitzeljagd vor, genau, und irgendwo stand das hier um 17 Uhr, ab den Twitch-Stream schauen, ne, mit Mo und Juni, nimm an der Schnitzeljagd teil, die schnellsten 3 gewinnen, also es werden so ein paar kleine Hinweise wahrscheinlich gestreut werden im Stream und da müsst ihr halt dann achtsam sein und vielleicht schon mit dem Mindset so rangehen, okay, alles wahrnehmen, alles so visualisieren und genau beobachten, was könnte jetzt hier wo ein Hinweis sein. Ne? Ja, aber das wollte ich euch nur mal kurz zeigen nochmal. Das war damals eine echt coole Aktion gewesen. Hier, dann waren wir bei räudigen Roland hier auf internationale Welt 15. Guten Tag, ich sehe, du hast den nicht vorhandenen Bart von meiner guten Freundin dabei. Ich danke dir sehr. Dieser Bart steht mir sehr gut. Ne? Habe ich mir auch richtig Mühe gegeben. Das ist jetzt der Bart von der Brienne so. Ich bin aber neidisch auf die Haare der bärstigen Bärbel auf der deutschen Welt 3. Ja, dann sind wir dahin gereist denn so. Das war eine richtige coole Aktion gewesen damals und das war so meine Schnitzeljagd. Ne? Nur um euch mal so eine kleine Impression zu geben, wie sowas laufen könnte, ne? Weil ja, so kann man sich das vorstellen. Ob es so kommt, wie gesagt, keine Ahnung. Ich glaube, ihr werdet irgendwelche Hinweise bekommen und dann werdet ihr zu irgendwelchen externen Seiten vielleicht hingeleitet. Ne? Also das war ja jetzt ja bei mir nur in-game gewesen. Ne? Es kann sein, dass es außerhalb von Shakes & Fidget stattfindet und dort halt eben, ja, ihr verschiedene
Aufgaben lösen müsst, ne? Auf verschiedenen Seiten, ne? Extern von SF halt eben raus, ne? Oder keine Ahnung. Aber auf jeden Fall steht fest, ihr müsst Hinweise sammeln, weil eine Schnitzeljagd besteht nun mal aus Hinweisen und verschiedenen Zielen, die ja, ihr halt eben finden müsst, so, ne? Und ja, das ist halt eben so das Ding. Es geht halt eben am Ende des Tages um 3 Avatare, muss man dazu sagen. Und auf EU20 geben sehr viele Leute sehr, sehr viel Geld dafür aus, um so einen Avatar zu haben. Das ist ein Wunsch von vielen Leuten und jetzt kann man das Ganze halt eben mal auch so free to play, sag ich mal, mit der das schlauste Köpfchen hat und am schnellsten ist, das Ganze gewinnen. Ne? Deswegen empfehle ich euch, den Stream halt eben offen zu haben. Nebenbei lasst auf einem zweiten Bildschirm, wenn ihr habt, also es ist wirklich gut, wenn ihr einen zweiten Bildschirm habt, das ist wirklich von Vorteil. Wenn ihr das auf ein Handy schaut, den Stream, müsst ihr erst irgendwo raustabben und dann irgendwo woanders ja, Shakes and Fidget aufhaben. Also falls ihr den Stream immer nur auf ein Handy schaut, seht zu, dass ihr auf einer zweiten Plattform irgendwo noch eine zweite Möglichkeit habt, ja, rumzubrowsen und zu suchen nach irgendwelchen Hinweisen. So, ne? Also schaut den Stream auf dem Handy oder auf dem PC und macht euch aber schon mal ready, haltet eine zweite Plattform bereit, wo ihr nebenbei parallel dazu dann suchen könnt. Ne? Weil es wird schwierig werden für die Leute, die auf dem Handy den Stream schauen und dann auf dem Handy auch noch suchen müssen. Das wird nicht funktionieren. Leute, die auf dem PC schauen und einen zweiten Bildschirm als Beispiel haben einen Vorteil, weil die halt eben schneller sind. Deswegen der Tipp an der Stelle, guckt, dass ihr irgendwie 2 Geräte ranholt oder halt eben ihr habt 2 Bildschirme und splittet euch das so auf. Ne? Nur mal mein Tipp so an der Stelle, damit ihr da schon mal vielleicht ein bisschen bessere Chancen habt als eben Leute, die vielleicht jetzt das Video jetzt hier gerade nicht gesehen haben. So, ne? Und dann wünsche ich euch da auf jeden Fall viel Erfolg bei. Ich weiß, diese Avatare, die sind sehr, sehr heiß begehrt und deswegen, da kann man sie sich kostenlos ja, ziehen und deswegen alles Gute auf jeden Fall euch dabei. Ansonsten sehen wir uns heute auf Twitch, wie gesagt, zwischen 18:30 und 19 Uhr bin ich live, bis 21 Uhr wieder und dann feiern wir nochmal unser einjähriges Jubiläum auf Twitch. Deswegen vielen lieben Dank, ich freue mich auf euch, wünsche euch viel Erfolg und noch einen super schönen Tag. Danke fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.